Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir einen super schnellen und doch sehr leckeren Tortellini-Auflauf. Und das Beste an dem Rezept, ihr braucht weder einen Topf noch eine Pfanne oder sonstiges. Ihr braucht einfach nur eine Auflaufform und ein paar wenige Zutaten. Den Rest erledigt nämlich heute euer Backofen. Noch schneller und einfacher kann man ein Mittagessen nicht auf den Tisch zaubern. Also bleibt unbedingt dran und schaut euch das heutige Video an. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like von euch wirklich sehr freuen. Und wenn ihr keins meiner weiteren Rezepte verpassen wollt, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Gericht benötigt ihr folgende Zutaten: 2 Pakete gefüllte Tortellini. Ich habe hier welche mit Käse gefüllt genommen, ihr könnt aber auch jede andere Sorte verwenden. Am besten kauft ihr die aus dem Kühlregal, die getrockneten, die schmecken nicht so toll. Dann eine Dose gehackte Tomaten, ein Paket passierte Tomaten, ein Päckchen Schlagsahne und natürlich noch Käse zum Überbacken. Ich habe hier Gouda Mittelalt am Stück und einen Parmesankäse genommen. Als nächstes benötigt ihr eure Auflaufform. In die Auflaufform gebt ihr zuerst die Dose gehackte Tomaten. Direkt dazu gebt ihr dann das Paket passierte Tomaten. Ich fülle dann in das passierte Tomatenpaket noch ein bisschen Wasser, um den Rest auch noch herauszubekommen. Und den Schluck Wasser, den gebe ich dann auch mit dazu. Jetzt kommt das Paket Schlagsahne dazu. Als nächstes wird das Ganze gewürzt. Ich würze hier einmal mit reichlich Salz. Da müsst ihr auch nicht so sparsam sein, denn die Tomatensauce soll ja hinterher auch Geschmack haben. Dann würze ich mit Pfeffer. Und verfeinere das Ganze noch mit italienischen Kräutern. So einfach und schnell könnt ihr eine leckere Grundsoße zaubern. Jetzt verrühren wir das Ganze erstmal gut in der Auflaufform, damit sich die Gewürze auch in der gesamten Soße gut verteilen können. Esst ihr eigentlich auch so gerne Aufläufe? Dann erzählt doch gerne mal, was so euer Lieblingsauflauf ist. Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Ich persönlich finde Aufläufe unglaublich praktisch, da es wenig Arbeit ist und der Backofen alles andere erledigt. Das ist heute für mich auch das erste Mal, dass ich diesen Auflauf mache. In die Soße gebe ich jetzt die 2 Pakete Tortellinis. Meine sind mit Käsefüllung, ihr könnt aber auch gut welche mit Fleischfüllung oder mit Spinat und Ricotta nehmen. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal gut durch, damit die Tortellinis schön mit Soße benetzt sind. Da meine Tortellinis in der Übergrößenverpackung als XXL-Packung waren, merke ich, dass jetzt zu wenig Soße dabei ist. Wenn ihr die normal großen Pakete kauft, müsste das eigentlich reichen. Da bei mir zu wenig ist, gebe ich nochmals ein Paket passierte Tomaten dabei. Da ich jetzt mehr Soße genommen habe, würze ich natürlich auch nochmal nach. Mit den gleichen Gewürzen wie vorher, also mit ein bisschen Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern. Jetzt verrühre ich das Ganze noch einmal gut miteinander. So sind die Tortellinis dann überall mit Soße benetzt. Jetzt stimmt hier auch das Verhältnis von Soße zu Tortellinis. Man braucht nämlich ein bisschen mehr Soße, da die Tortellinis ja nicht vorgekocht sind und noch ein bisschen was aufsaugen. Den Gouda und den Parmesan habe ich fein gerieben und miteinander vermischt.
damit belege ich jetzt den Auflauf. Und bitte nicht wundern, wir sind absolute Käsefans. Ihr müsst nicht so viel Käse darüber machen, aber wir mögen das sehr gern. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr auch so Käsefans und macht immer viel drauf? Bei uns kann es ehrlich gesagt nicht genug sein. Und ich mache grundsätzlich immer auf jeden Fall so viel drauf, dass der Auflauf auch gut mit Käse bedeckt ist, damit später auch nichts an der Oberfläche verbrennt. Der Tortellini-Auflauf kommt jetzt bei 180 Grad für 30 Minuten in dem vorgeheizten Backofen. Wenn der Käse obendrauf schön goldgelb und braun ist, dann ist der Tortellini-Auflauf fertig. Und hier zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze aussieht, wenn es auf den Teller kommt. Die Tortellinis haben die Soße wunderbar aufgesaugt und der Käse ist schön kross und goldgelb gebacken. Wenn das mal nicht lecker ausschaut! Ein Mittagessen ohne viel Geschnibbel. Viel schneller und einfacher kann man es nicht machen. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Und ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!